Herr Schmidt, Sie erlebten im Jahr 2002 eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass ich vom Jahr 1999 bis 2002 halt ein massives Alkoholproblem hatte. Dadurch ist es passiert, dass ich Ende 2002 schwere Bauchschmerzen hatte, die kaum noch auszuhalten waren. Dadurch bin ich in die Notaufnahme gegangen, in Zschopau. Und man hat die Werte gesehen von der Bauchspeicheldrüse. Und die waren halt so massiv schlecht, dass dass ich halt damals schon froh sein hätte können, vor Mitternacht, dass ich ja überhaupt noch lebe. Ich habe das nicht so ernst genommen. Ich dachte, Bauchschmerzen werden schon irgendwie wieder gehen. Wahrscheinlich wie so eine Art Schnupfen, habe ich mir gedacht. Und auf alle Fälle, ich wollte nicht im Krankenhaus bleiben. Mehrere Ärzte haben mit mir gesprochen, haben gesagt, also wenn Sie jetzt nach Hause gehen, kann es sein, dass Sie dran sterben. Aber das war mir eigentlich egal. Ich bin nach Hause gegangen und 3 Stunden später, so Mitternacht, waren die Bauchschmerzen halt so unerträglich, dass ich nun doch wieder den Notarzt angerufen habe. Bin wieder nach Zschopau ins Krankenhaus und da haben sie mich gleich hingelegt, Infusion gegeben und haben aber gemerkt, dass sie mich wohl verlieren. Also ich habe nur gemerkt, dass ich nur auf der kalten Metallunterlage, also Pritsche Lage, wie es im Krankenhaus wahrscheinlich üblich ist. Auf alle Fälle habe ich nur gemerkt, dass man mich wiederbelebt hat. Innerhalb der Wiederbelebung habe ich halt gemerkt, dass ich meinen Körper verlasse. Und die Ärzte nur noch wie so ein Schall gehört habe, wir verlieren ihn. Wir verlieren ihn. Das höre ich noch heute. Ich bin dann immer höher in den Raum rein, zur Decke hochgezogen worden. Dann ging die Decke wie auf. Und ich wurde halt durch einen langen Lichttunnel gezogen. Also wie ein Magnet. Es war eine sehr lange Reise, empfand ich. Bis ich dann angekommen bin und habe mein Elternhaus von oben gesehen. Das Gefühl war sehr, sehr angenehm, leicht, also schwerelos, regelrecht. Und habe meine Verwandtschaft gesehen, meinen verstorbenen Opa, meine verstorbene Oma, meine Eltern, die anscheinend von mir Abschied genommen haben. Das hat mich damals verwirrt, eher gesehen, würde ich sagen jetzt. Ich wurde dann wieder zurück, wahrscheinlich geschickt, durch das Lichttunnel, zurück durch ein langes Wasserbecken, wo mich am Ende des Wasserbeckens, wo ich getaucht bin, eine Hand rausgezogen hat. Aber wurde ich sozusagen wie gefühlt gleich wieder zurückgeschickt, aber zurück durch das Wasserbecken halt. Und mich dann drüben das erste Mal auch wieder eine Hand rausgezogen hat und es tauchten halt gleich meine 3 Söhne auf. Ich habe keine 3 Söhne, muss ich dazu sagen, bis heute nicht. Aber die Empfindung und die Emotion und das Gefühl, was ich dabei hatte, wo ich mit ihnen gesprochen habe, war echt. Also das waren meine 3 Söhne. Und das Gefühl, mit ihnen zu reden, war sehr, sehr angenehm. Und ich wäre gerne dort geblieben, so in dieser Situation. Es waren meist lange Gespräche mit meinen 3 Söhnen und
ich wurde dann trotzdem wieder zurückgeschickt durch das Wasserbecken und immer wieder hat mich die Hand rausgezogen. Also es hat sie durch das Wasserbecken zurückgezogen. Ja, aber das Wasserbecken war hell. Es war schon eher lichtdurchflutet, aber es war Wasser, definitiv. Die Situation durch das Wasserbecken hin und zurück war, habe ich ungefähr gefühlt 10 Mal durchlebt. Und ich habe immer wieder mit meinen Seelen gesprochen. Immer wieder. Und immer wieder war es angenehm, viel angenehmer wie drüben. Also wo ich durch das Wasserbecken geschwommen bin. Weil das war sehr anstrengend. Das war das Hin und Zurück durch das Wasserbecken. War so sehr anstrengend, dass wahrscheinlich mein Körper sich nicht entscheiden konnte, wo er hingehört oder wo er hin möchte. Deswegen habe ich das jetzt so gedacht, dass das daran liegt, weil das sehr aufreibend war. Schlussendlich bin ich komischerweise aus dem Koma erwacht zu meinem Geburtstag. 30.01. Wie viele Tage später war das? Ich war 27 Tage im Koma. Ich lag damals noch an mehreren Maschinen, also der Arzt, der Krankenschwester habe ich gesagt, ich konnte nicht antworten, keine Ahnung warum. Du hast heute Geburtstag. Nimmt man so mit. Aber es war irgendwie unangenehm. Es war unangenehm, dort auf dem Bett, auf dem Krankenhausbett zu liegen und man vermisst dann schon gleich wiederum das, was man kurz zuvor gesehen hat. Ich habe gleich nach meinen 3 Seelen gefragt. Ich habe einen Zettel und einen Stift verlangt. Ich habe meinen Namen auf den Zettel geschrieben und niemand konnte was damit anfangen. Das ging 14 Tage lang. Ich habe das jeden Tag gemacht. Das sind meine 3 Seelen. Ich will die sehen. Sie haben ja auf dieser materiellen Welt keine Söhne. Wie können Sie sich erklären, dass Sie das als Ihre 3 Söhne betrachtet haben? Ich kann es nur erklären, dass ich mal 3 Söhne haben werde, aber nach diesem Ableben, sage ich mal, was ich jetzt erlebe, das Leben, dass ich dann 3 Söhne habe oder dass ich 3 Söhne hatte. So, ich bin zu 100% überzeugt davon, dass eins davon stimmt. Jetzt vielleicht noch einmal zurück zu dieser Umgebung außerhalb des Wasserbeckens in dieser Parallelwelt. Haben Sie außer Ihren 3 Söhnen noch etwas, die Umwelt etwas wahrgenommen? Also ich habe nur viel Licht halt wahrgenommen und irgendwelche Kontraste, starke Kontraste habe ich nicht gesehen. Es war viel Weiß und viel Licht. Was für Auswirkungen hatte diese Erfahrung auf Ihr weiteres Leben? Das kann ich sagen. Und zwar erstmal ist es ja da, dass ich erstmal schauen musste, wo meine Zähne sind. Ich habe denen das alles nicht geglaubt. Weder meine Mutter, mein Vater und die Krankenschwester. Ich bin aus dem Krankenhaus raus. Ich habe mich so schnell regeneriert. Das hätten sie noch nicht erlebt. Also ich lag halt damals noch an allen möglichen Maschinen. Herz, Lunge, alles. Nieren waren alles eigentlich noch. Kommt fast hinüber, sag ich mal. Hat das so als die Krankenschwester gesagt. Aber der Wille, ich habe jetzt immer noch einen wahnsinnigen Wille, einen verbalen Wille, und mental bin ich sehr stark geworden, was ich vorher überhaupt nicht war. Ich bin, finde ich, zu einer ganz anderen Person geworden, wie vor dem Koma. Und das ist was mich ausmacht, das, was mich stark gemacht hat.
Ich habe keine Angst mehr zu sterben. Ich bin zwar nicht lebensmüde, ja, aber ich habe keine Angst zu sterben, wenn es mal sein sollte. Aber ich versuche auch alles daran zu setzen, dass es halt nicht gleich morgen passiert. Weil ich lebe ja mein Leben, aber trotzdem noch, obwohl es eigentlich, finde ich, sehr anstrengend ist. Ähm, auf alle Fälle habe ich damals nach dem Koma keine Antworten gefunden, keine Antworten bekommen von niemandem. Ähm, damals war es halt so, 2003, dass es halt eher üblich war, dass man sich Menschen zum Psychiater oder Neurologen schickt, was ich komplett falsch finde. Also ich wollte ja reden, ich wollte halbwegs eine Erklärung haben, was ist da passiert. Und ich wollte jetzt nicht abgestempelt werden wie, also da hat sie oben nicht mehr alle, sozusagen. Und das ist so irgendwie eine Message, sag ich mal, an die Leute, die sowas anschauen, Interview oder solche Gruppen bei Facebook, sag ich mal, betreten, dass es halt nicht die beste Lösung ist, zum Psychiater oder Neurologen zu gehen, sondern sich Gruppen aufzusuchen, die sowas durchlebt haben, oder eine speziell ausgebildete vielleicht Therapeut, dass man sowas aufsucht. Weil alles andere wird nur bei mir, kann ich es nur so sagen, medikamentös behandelt. Man möchte ja den Patienten ruhig halten, ruhig stellen, das soll am besten gar nichts mehr sagen. Und so war es ja damals so. So, und das war keine schöne Zeit. Ich muss sagen, zwischen 2003 und 2008, wo mich fast 6 Jahre praktisch über einen Arzt ruhig gestellt hat, konnte ich nie reden. Ich habe, ja, der Arzt hat immer gesagt, das ist schon richtig so, was Sie jetzt nehmen. So, ja, dadurch hat man mich ja in eine schwere Depression regelrecht reingeschoben. Weil wenn man reden möchte und kann aber nicht reden, dann, also das hat schon wehgetan, muss ich sagen. Ich muss sagen, bis ich halt 2008 bei einer Reha war und der Arzt zu mir gesagt hat, Herr Schmidt, Sie brauchen sich keine Gedanken machen, Sie sind einfach was Besonderes. Sie sind für diese Welt einfach was Besonderes. Und niemand möchte das aber sehen. So, und nutzen Sie einfach das, was Sie können und was Sie gesehen haben, für Ihr weiteres Leben. Und das war wie so ein Aha-Erlebnis, dass ich alle Medikamente damals auf einmal abgesetzt habe und dann wollte ich reden. Ich wollte mit allen möglichen Therapeuten oder Ärzten wieder reden. Ich bin zu allen möglichen Ärzten wieder gegangen und die haben bloß immer gesagt, da gehen Sie mal zu den Arzt. Ich sag, was ist denn das für Arzt? Als ich schaut, ich sagte, nee, ich brauche einen richtigen Arzt, ich brauche einen Therapeuten. Es fing immer wieder so an, dass die einfach keine, die wollten nicht mit mir reden. Also die haben, denke ich, gar nicht die Erfahrung mit sich Menschen, mit mir zu reden. Und auf alle Fälle habe ich dann meinen eigenen Weg getan. Also ich habe eher darüber nachgedacht, was damals passiert ist, nochmal. Ich habe das nochmal durchdacht, 2003. Und ich finde, ich bin einfach dadurch, finde ich zumindest, das ist nicht überheblich gedacht, ein besonderer Mensch einfach. Und der besondere Gaben hat und das aber nicht in das Weltbild bei manchen reinpasst. Und das ist das, wo ich sage, da lebt man jetzt dieses Leben, aber niemand möchte eigentlich was mit mir zu tun haben. Das finde ich traurig. Sie haben gesagt, Sie haben jetzt besondere Fähigkeiten oder Gaben bekommen. Können Sie diese noch beschreiben? Es ging darum, ich wohne jetzt ziemlich ruhig auf dem Dorf. Das gibt auch es hat einen gewissen Grund, erstmal, dass ich wieder in mein Heimatort, wo ich aufgewachsen bin, zurückgekehrt bin. Das hat mir gut getan. Und aber ich habe in größeren, also in kleineren Städten gewohnt, wo ich viel zu viel gesehen habe. Ich habe Menschen gesehen, wo ich zu meiner Frau mal gesagt habe, der wird bald sterben, der wird bald sterben und der wird bald sterben. Nachdem ich 6-mal richtig gelegen habe, dachte ich eigentlich, irgendwas stimmt doch eigentlich nicht. Wie kannst du sowas sehen? Aber man sieht es einfach. Ich habe 3 Sekunden gebraucht bei manchen Menschen. Ich habe gesehen, dass manche Menschen krank sind.
Und ich habe teilweise Menschen darauf angesprochen und die sagen immer, wo kannst du das nur wissen? Woher weißt du das? Sag ich hab's gesehen. Ich sehe es an deiner Mimik und Gestik halt. Und dadurch das immer so eine Art, ich sage immer, das ist wie so ein Rechenbeispiel. Also Mimik und Gestik rechne ich zusammen, dann komme ich zu einem Ergebnis, aber ganz schnell. Aber dass das sehr anstrengend ist, habe ich dann gemerkt, wenn man mehrere Empfindungen und Leute sieht, die alles Mögliche mit sich rumschleppen, sag ich mal, oder Probleme rumschleppen, die teilweise gerade mit niemandem vorher darüber geredet haben, dann ist das für mich sehr anstrengend gewesen. Kann man das vielleicht so zusammenfassen, dass Sie in einem gewissen Sinne sehr sensibel geworden sind? Ja, ich bin sehr sensibel geworden für Empfindungen, für Gefühle und ich sehe einfach viel mehr. Ich finde, man sollte sich Menschen mit solchen Erfahrungen, mit solchen Gaben, diese sollte man die Chance geben, auch in der Gesellschaft zu akzeptiert werden, integriert zu werden und diese Gaben, dass sie diese Gaben nutzen können, auch für die Gesellschaft. Also man sollte sich Menschen einfach nicht ausgrenzen, finde ich, sondern eher integrieren. Herr Schmidt, Sie sind ja durch die Alkoholkrankheit in diese schwere gesundheitliche Krise gekommen. Haben Sie diese Sucht überwinden können? Also direkt nach Kummer zu meinem Geburtstag habe ich überhaupt nicht mehr das Empfinden gehabt, du brauchst das jetzt, du brauchst den Alkohol. Weil für mich war das wie ein neues Leben. Also ich habe mich ja gefühlt damals total glücklich. Ich war total glücklich, wo ich aus dem Krankenhaus rausgekommen bin. Und viele Ärzte haben mir gesagt, also dass man das sowas überlebt, das ist einfach ein Wunder. Also das haben Ärzte seit 25 Jahren dort nie erlebt, haben sie gesagt, dass sowas ist. Und sowas habe ich dann nur genutzt, nie wieder so mein Leben so in der Beziehung wegzuwerfen. Weil es lohnt sich einfach nicht. Alkohol ist nie eine Lösung. Also, und das habe ich das so gesehen. Alkohol ist immer nur ein Problem, Verdrängung, aber keine Problemlösung. Weil es wird immer schlimmer. Und man kann sein Leben so viel besser leben. Und so habe ich das empfunden und deswegen bin ich auch nie wieder zum Alkohol zurückgekommen. Herr Schmidt, herzlichen Dank für das Gespräch. Bitte.